Hallo ihr Lieben, es folgt endlich mein Update zu dem Laser-Video. Falls ihr jetzt gerade noch nicht wisst, um was es geht, ich habe ein Part 1 gefilmt, wo ich einen Laser teste. Und zwar ist das der Brown Silk Expert Pro 5. Das ist nicht gesponsert, ich habe ihn mir selber zugelegt. Und ja, genau, ich wollte euch einfach mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Falls ihr den ersten Part noch nicht geguckt habt, der ist einmal am Ende des Videos zu finden oder einfach in der Beschreibung unten werde ich den auch nochmal verlinken. In diesem Video wird es wieder so ein bisschen so aufgeteilt sein. Am Anfang erzähle ich weiter etwas über die Behandlung, wie oft ich den jetzt noch verwende und halt mit welchen Stufen. Danach zeige ich euch mal ein paar Ergebnisse. Ja, ich habe ein paar Fotos gemacht und ihr werdet vielleicht auch live ein paar Haare sehen. Aber ja, damit ihr einfach seht, wie es jetzt momentan aussieht. Halt die Veränderungen, ob die schon eventuell zu sehen sind. Ja, da blende ich euch mal ein paar Fotos, ein bisschen was ein. Und zum Schluss gehe ich dann nochmal darauf ein, ob ich jetzt wirklich dieses Produkt euch weiterempfehlen würde. Ob ich halt überhaupt an dem Punkt bin, dass ich es überhaupt kann. Halt, ob man schon so genug Ergebnisse auch gesehen hat. Und genau. Fangen wir einmal an. Bei den Stufen ist es so gleich geblieben. Also die Achseln mache ich weiterhin auf Stufe 3. Das ist ja die höchste Stufe bei diesem Gerät. Meine Oberschenkel weiterhin auf Stufe 2 und meine Unterbeine auf Stufe 3. Und das funktioniert auch weiterhin ganz gut. An meinen Achseln tut es leider immer noch weh. Das ist einfach so. Ich dachte, okay, nach einer Zeit, vielleicht gewöhnt sich so der Körper so ein bisschen an den Schmerz, aber bei mir nicht der Fall. Das ist aber, zum Glück, ich muss dazu sagen, das ist halt so ein stoßartiger Schmerz. Es ist halt, das Gerät wird halt sehr heiß oder kann sehr heiße Laserstrahlen abfeuern, sage ich jetzt einfach mal. Und an gewissen Stellen an den Achseln ist es wirklich so. Meine Arme und so, die zucken dann wirklich schon zusammen. Also es tut halt schon weh, wenn ihr sehr empfindlich seid. Also ich muss dazu sagen, auf Stufe 3, glaube ich, kriegt man erst die besten Ergebnisse. Wenn man es auf den anderen Stufen macht, ist es vielleicht nicht so effektiv. Von meiner Erfahrung her einfach. Und ja, deswegen behalte ich einfach Stufe 3 auch an diesen Stellen bei. Und ja, it hurts. Aber es ist aushaltbar, also. Meine Achseln laser ich weiterhin jede Woche, weil das ja so meine Problemzone war, wo halt auch diese widerspenstigsten Haare an meinem Körper irgendwie wachsen. Und meine Beine nur noch alle 2 Wochen. Die haben ja sogar empfohlen, nach 8 bis 12 Wochen, dass man das sogar nur einmal im Monat machen kann. Aber dafür habe ich halt noch nicht so. Ich bin zu ungeduldig, also ich will die Ergebnisse irgendwie schneller haben und ich hoffe, das ist nicht schädlich für die Haut. Und ja, genau, deswegen mache ich das noch in diesem Takt. Klar, wenn ich nur die Achseln mache, geht das so schnell. Also wirklich, man muss ja wie beim Rasieren einfach nur kurz, beziehungsweise von unten nach oben. Und ja, das geht halt mega schnell. Und wenn ich die Beine mache, ist es noch ein bisschen länger, aber ich glaube, das dauert auch nicht länger als so eine halbe Stunde. Also je nachdem, wie gründlich man es macht und ja, also es dauert nicht so lange. Nun zu den Ergebnissen. Und wie ich schon erwähnt, ich werde euch jetzt auch ein paar Aufnahmen und auch Fotos zeigen. Fangen wir mal bei meinen Achseln an, die Problemzone bei mir. Und zwar habe ich meine Achseln vor 2 Tagen rasiert und gelasert und seitdem auch nicht mehr rasiert. Und das sieht einmal so aus. Hier, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Also man sieht, dass da schon Stoppeln sind. Und ja, von der Fläche her ist es auch eher gleich geblieben. Und genau, das ist einmal die andere Seite. Ich zeige euch das mal ein bisschen besser. Aber ich muss dazu sagen, es ist wirklich so viel besser geworden. Meine Haare sahen eigentlich so wirklich schon am nächsten Tag aus. Also sagen wir mal, ich habe mich abends rasiert, am Morgen sah es bei mir so wirklich schon aus und deswegen, es wird lang, also meine Haare wachsen jetzt langsamer, auch weniger, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht so danach aussieht. Also ich weiß das aber auf jeden Fall noch, es sind auf jeden Fall auch weniger Haare geworden. Und
ja, also ich merke, dort kommt wirklich auch eine Veränderung. Nur irgendwie an dieser Stelle ist es bei mir, dass die Veränderung langsamer zum Vorschein kommt oder einfach, dass die Veränderung nicht so schnell erfolgt wie jetzt zum Beispiel an meinen Beinen. Die waren ja jetzt nicht meine Problemzone, aber klar, wenn ich schon so einen Laser habe, ne, dann ja, habe ich die ja auch auf jeden Fall weiterhin gelasert. Und dort ist es wirklich so, früher habe ich mich so im Sommer alle so 2 bis 3 Tage, manchmal 4 Tage rasiert, je nachdem halt, wie meine Stoppeln waren. Und ja, jetzt sind 2 Tage vorbei, also auch vergangen und ich habe nicht mal irgendwie wirklich Stoppeln. Also wenn man so darüber fühlt sich noch echt glatt an und ja, es sieht auch gut aus. Also ich würde mich auch so trauen, einfach rauszugehen. Und ja, genau, hier habt ihr auch jetzt mal Bilder, wie meine Haare nach 2 Wochen aussahen, weil das habe ich auch mal für euch getestet, dass ich die halt sozusagen einfach 2 Wochen lang nicht rasiert habe. Bei den Achseln nicht, weil no, no, no. Aber ja, meine Beine seht ihr hier einmal. Und wie ihr seht, es sind halt echt nicht viele Haare. Es werden immer weniger und die wachsen halt auch langsamer. Also es ist wirklich so krass. Ich warte wirklich nur noch darauf, dass ich die irgendwann fast gar nicht mehr rasieren muss. Ich hätte es wirklich nicht erwartet, dass das wirklich so gut funktionieren wird. An den Beinen ist es halt echt mega. Ich hoffe darauf, dass es halt auch irgendwann an meinen Achseln so der Fall sein wird. Und ja, also von den Veränderungen her, ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch schon irgendwas erkennen könnt, aber für mich sind es wirklich schon gute Veränderungen. Zum letzten Part, die Empfehlung. Also ich finde, es ist halt schwierig, weil das Gerät ist ja schon etwas teurer. Also bei mir, ich habe es damals für 350 € mir bei Amazon bestellt. Und ja, das ist einfach ein Batzen Geld. Da muss man nicht dran vorbeireden. Aber es ist halt so, ich habe so lange darüber wirklich nachgedacht, mir so ein Gerät zuzulegen und war mir aber immer unschlüssig, ob es jetzt wirklich funktioniert. Und bei mir hatte ja die eine Freundin das vorher getestet und deswegen habe ich dann sozusagen den Mumm gehabt, mal so viel Geld dann einfach für einen Laser auszugeben. Und also ich würde ihn von mir aus wirklich weiterempfehlen, weil der Laser mir einfach hilft. Aber das ist halt so subjektiv, weil ich halt einfach nicht weiß, wie ihr auch bei mir seht. An meinen Beinen funktioniert es super, an meinen Achseln langsamer. Und ja, das ist halt so individuell. Und ich weiß halt nicht, wie es bei euch aussieht, wie halt euer Haarwachstum ist, ob es bei euch auch so gut funktionieren würde. Aber das Gute bei diesem Produkt zum Beispiel ist, ihr müsst euch ja auch nicht genau dasselbe holen, aber dem hat man ja zum Beispiel die 100 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn man halt in den 100 Tagen halt nicht zufrieden mit dem Produkt ist, kann man es ja zurückschicken und man muss ja nur die Portogebühren bezahlen. Und ja, keine Ahnung, also ihr müsst das sozusagen einfach für euch selber ein bisschen abwägen, ob ihr jetzt so viel Geld dann für sowas ausgeben möchtet. Wenn ich mal so darüber nachdenke, wie viel Geld man einfach auch für so Rasierer und alles ausgibt. Oder ich habe auch schon Waxing probiert, also schon mehrere Sachen. Und die haben halt nicht so gut funktioniert. Und okay, man sagt so, ja okay, jetzt mal hier so 5 € für da, die Wachsstreifen, ich weiß gar nicht, wie viel die kosten eigentlich so. Und ja, das sammelt sich ja auch an. Und das sind ja immer nur so kurzfristige Sachen. Und das ist ja ein langfristigeres Produkt. Und ja, ich weiß nicht. Also von mir aus, ich würde es wirklich empfehlen, aber ihr müsst es selber entscheiden, ob ihr so viel Geld halt dafür ausgeben möchtet, ob ihr es probieren möchtet, ob ihr überhaupt so ein Problem habt mit den Haaren oder ob bei euch halt einfach auch das Rasieren oder so schon genügt. Mein Bein hätte mir auch das Rasieren, also da hätte ich es wirklich nicht einfach benutzen müssen, aber meine Achseln waren halt wirklich so etwas. Auch wenn es jetzt nicht so aussieht, weil ich euch einfach meine Achseln gezeigt habe mit den Haaren, aber das ist halt so eine Problemzone, wo ich mich halt dann auch schon manchmal halt so unwohl gefühlt habe, wenn ich dann halt so welche Sachen angezogen habe. Und ja, genau. Ich bin einfach echt froh, dass ich ihn mir zugelegt habe.
Ich hoffe, das Video ist für euch hilfreich, dass ihr jetzt vielleicht eine bessere Idee davon habt, wie gut dieses Gerät einmal bei mir funktioniert oder halt generell einfach ist. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, ihr könnt mir die gerne also unten einmal aufschreiben. Und genau, wenn ihr mir einen Daumen oben da lassen würdet, würde ich mich sehr darüber freuen. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, auch einmal bitte meinen Kanal abonnieren. Und ja, wann das nächste Video dazu kommen wird, weiß ich noch nicht genau. Also es wird wahrscheinlich nicht in 4 Wochen sein. Aber ich werde vielleicht noch mal eins machen, wo ich dann halt wirklich vielleicht noch bessere Ergebnisse sehe. Oder falls dann überhaupt nichts mehr passiert, werde ich euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Also wenn jetzt das so bei dem Status, so wie es momentan ist, einfach bleibt. Vielleicht ist dann die Empfehlung auch doch noch anders von mir. Und ja, genau, ich sehe euch dann in meinem nächsten Video. Tschüss!